Thank you for being with us. Im ersten Teil des Interviews ging es nicht nur um die Zeit rund um die Diagnose. Sehr früh stellt man erste Weichen, wie die längerfristige Betreuung aussehen kann, etwa indem man die Wohnsituation anpasst. Aber man muss auch nichts überstürzen und viel hängt davon ab, wie schnell sich die Krankheit ausbreitet. In diesem Teil geht es um zwei wesentliche Faktoren, die für ein gutes Leben mit der Krankheit entscheidend sind, um gute Voraussetzungen für die Pflege und Betreuung und um die persönliche Motivation. Warum spreche ich über die Motivation, wo doch jeder Mensch anders gestrickt ist? Am Beginn der Erkrankung, so die ersten 2 bis 3 Jahre, ist man von all den Eindrücken der Massen eingeschüchtert, dass man Gefahr läuft, in ein tiefes Loch zu fallen, aus dem man schwer wieder rausfindet. Das sind aber keine guten Voraussetzungen für notwendige Entscheidungen, die zu treffen sind. Wenn der Patient eine gut durchdachte Entscheidung getroffen hat, natürlich immer in Absprache mit der eigenen Familie, sollte diese respektiert und unterstützt werden. Einige entscheiden sich für Lebensverlängerung, andere dagegen. Einige sind zuerst dagegen, wenn es aber darauf ankommt, haben sie immer noch die Möglichkeit, sich umzuentscheiden. Wie gesagt, man muss nichts überstürzen. Aber man sollte gut und mit Bedacht überlegen und seine persönliche Motive zurechtrücken. Es stimmt, das Leben mit der Krankheit ist ziemlich reduziert. Aber es ist ein Leben. Ich möchte einen Vergleich aus der Botanik heranziehen. Als gesunder Mensch gleicht man einer stolzen Rose, die der Hingucker in jedem Vorgarten ist. Als kranker Mensch verkommt man zu einer Zimmerpflanze. Aber auch ein Blumentopf kann schön sein, vorausgesetzt, er wird gut gepflegt und blüht auf. Ich bin eindeutig eine Zimmerpflanze, bestenfalls eine Balkonblume. Ihr merkt schon, wohin die Reise geht. Sich selbst zu motivieren, ist das Um und Auf, um das Ganze mental zu schaffen. Ich melde mich am Ende des Videos mit einem Fazit wieder. Bis bald. Willkommen zu Teil 2 des ALS-Interviews von Georg. Im ersten Teil haben wir ein ungefähres Bild von der Krankheit bekommen. Eine wichtige Erkenntnis war, die Rückschau auf 7 Jahre Krankheit ergibt ein etwas anderes Bild als der anfängliche, bange Blick in die ungewisse Zukunft. Als Einstieg gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Georg, was hat dir geholfen, den Kampf mit der Krankheit ALS aufzunehmen? Mir gefällt die Formulierung, den Kampf mit der Krankheit aufnehmen. Denn gegen diese Krankheit kann man nicht kämpfen. Man muss für sich einen Weg finden, mit der Krankheit zu leben. Aber jetzt zu deiner Frage, was mir dabei geholfen hat. Ich glaube, ich war schon immer ein fröhlicher und lebensbejahender Mensch. Aber wer ist das nicht, solange es einem gut geht? Ich stellte mir konkret die Fragen. Was mache ich jetzt? Was ist mir im Leben wichtig? Was schließt es für mich ein, Mensch zu sein? 4 Lebensinhalte sind mir eingefallen, die mir viel bedeuten. Erstens, körperliches Wohlbefinden, Gesundheit, Kraft und Freude zu haben, um etwas zu leisten und das Leben zu genießen. Zweitens, intellektuelle Fähigkeiten und Begabungen nutzen. Drittens, das gesamte Spektrum an Gefühlen, das Gefühlsleben.
Besonders im engen Verhältnis zu meiner lieben Frau, zur Familie und zu Freunden. Und auch ein vierter Lebensbereich war mir immer wichtig: meine Spiritualität, mein Glaube. Meine liebe Frau und ich haben unser Leben in den Dienst der Botschaft Jesu gestellt. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Unter der Krankheit leidet eigentlich nur der erste Lebensbereich, das körperliche Wohlbefinden. Wenn ich mich also auf die anderen drei für mich wesentlichen Lebensinhalte konzentriere, dann wird mir meine Gesundheit vielleicht nicht so sehr fehlen. Diese Überlegungen motivieren mich bis heute. Das ist eine interessante und hilfreiche Überlegung. Du wirst dich vielleicht wundern, warum ich explizit meinen Glauben erwähne. Hat das einen bestimmten Grund? Eigentlich schon. Ich finde, man darf nicht unterschätzen, was eine lebensbedrohliche Krankheit mit dem inneren Menschen anstellt. Es drängen sich Fragen auf, die weit über das Medizinische hinausgehen. Im Prinzip stellt man sein ganzes Leben in Frage. Denn unter einer schweren Krankheit leidet natürlich nicht nur der Körper. Die Krankheit unternimmt alles, damit die Psyche so wird wie der Körper: schwach, krank und verletzlich. Obwohl ich zu keiner Zeit psychologische Betreuung in Anspruch genommen habe, ist es mir sehr wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, um entgegensteuern zu können. Bei der Psyche spielen aber individuelle innere Werte eine große Rolle. Alles, was einen Menschen träumen und hoffen lässt. Aber auch Ängste, innere Zwänge und Komplexe. Die Wertvorstellungen und Ziele, die man im Leben verfolgt. Die Weltanschauungen und die religiösen Überzeugungen. Ich denke, unabhängig davon, welcher Religion jemand angehört, oder ob sich jemand zu keiner konkreten religiösen Weltanschauung bekennt, wenn das Lebensende näher rückt, lässt das niemanden kalt. Besonders dann nicht, wenn dich eine Diagnose als junger Mensch oder in der Mitte deines Lebens trifft, überfallsartig und völlig unvorbereitet. Meine Erfahrung ist, dass man sich als Schwerkranker nicht nur auf die körperlichen Beschwerden konzentrieren darf. Der innere Mensch spielt eine mindestens so wichtige Rolle. Mir hilft mein Glaube und, dass ich mich auf echte Freundschaften konzentriere. Ein anderer Patient sucht vielleicht bei einem Psychologen professionelle Hilfe. Warum nicht? Eine Mutter schöpft vielleicht aus ihren Kindern Kraft. Wichtig ist der ganze Mensch und der individuelle Zugang zur mentalen Bewältigung einer schweren Krankheit. Die Motivation ist eine Sache und die hast du zweifellos. Was würdest du aber sagen, ist in praktischer Hinsicht hilfreich, um die täglichen Herausforderungen zu meistern? Das ist eine sehr wichtige Frage für Betroffene. Dazu fallen mir 4 Schlüsselfaktoren ein. Am allerwichtigsten ist, dass man, wegen der eigenen Hilflosigkeit, eine vertraute Bezugsperson hat, auf die man sich völlig verlassen kann. Ich habe das große Glück, dass das meine liebe Frau schafft und ich spüre, dass sie es gerne für mich macht. Diese Vertrauensperson könnte ein anderes Familienmitglied sein, ein guter Freund oder ein professioneller Pflegedienst, der sich um alles kümmert. Als nächstes ist wichtig, dass der Patient sich und seinen Körper sehr genau beobachtet, um Problemfelder rechtzeitig zu erkennen, zu verstehen, was passiert da gerade und wie kann ich es lösen. Dieser Prozess, Probleme erkennen, verstehen und lösen, dauert manchmal mehrere Wochen. So kann der Patient dem Arzt seine Beschwerden und Bedürfnisse präzise schildern, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Die dritte große Herausforderung ist die Frage: Wie schafft man es, die Pflege zu organisieren? Es gäbe das Angebot einer professionellen Intensivpflege für invasive Beatmung, aber in Österreich ist das als Privatperson unfinanzierbar. Und leider übernimmt nicht in allen Bundesländern die öffentliche Hand diese Kosten. In Salzburg bisher auch noch nicht. Also haben wir die Pflege auf 3 Säulen aufgebaut.
Zum einen haben wir einen 24-Stunden-Pfleger, der bereit ist, diese Arbeit zu machen. Thomas ist schon seit über 3 Jahren bei uns und wir sind ein gutes Team. In der Zeit, wo der Pfleger nicht da ist, haben wir einen mobilen Pflegedienst. In unserem Fall ist es das Hilfswerk. Allerdings ist dann meine Frau sehr gefordert. Wir haben mit der zuständigen Landesbehörde gesprochen und eine gute Einigung treffen können. Und zwischendurch haben uns liebe Freunde geholfen, die Pflegeberufe ausüben. Wir sind für jede Hilfe sehr dankbar. An dieser Stelle ein großes Dankeschön, super, you are the best. Und der 4. Punkt, der in der Praxis wichtig ist, wird vielleicht etwas überraschen. Man braucht Glück im Unglück. Man braucht das Glück, keine schwere Lungenentzündung oder eine andere Krankheit zusätzlich zu bekommen. Man braucht eine gesunde Lunge und ein kräftiges Herz, und alle anderen Organe müssen auch mitspielen. Darauf hat man zum Zeitpunkt der Erkrankung aber wenig Einfluss. Daher spreche ich gerne von Glück. Man braucht definitiv Glück, um mit dieser Krankheit längere Zeit leben zu können. Bisher hatte ich dieses Glück. Vielleicht kann man dieses Glück ein bisschen erzwingen, indem man, wie schon erwähnt, genau auf seinen Körper Acht gibt und gleich reagiert, wenn sich ein Problem abzeichnet. Ich möchte nochmal diese 4 wichtigen Voraussetzungen für eine längerfristige Betreuung wiederholen und ergänzen. Erstens, eine vertraute Bezugsperson, die sich um alles kümmert. Angefangen von Rechnungen bezahlen, Medikamente und Hilfsmittel für die Pflege besorgen, bis hin zu ganz alltäglichen Dingen. Was man nicht braucht, ist ein Vormund. Im Kopf bleibt man ganz klar und kann Entscheidungen selber treffen. Nur dabei, diese Entscheidungen auszuführen, ist man auf Hilfe angewiesen. Zweitens, sich und seinen Körper gut beobachten, um Probleme rechtzeitig zu erkennen. In medizinischen Schulbüchern findet man nicht immer eine Lösung für so komplizierte Zusammenhänge, wie sie sich bei dieser Krankheit entwickeln können. Es hilft, sich in die Materie gut einlesen und dann logisch überlegen und fantasievoll handeln. Jeder, der einen engagierten Arzt hat, ist natürlich im Vorteil. Ein Beispiel macht das vielleicht besser verständlich: Durch die fehlende Muskulatur fehlen unter Umständen wichtige Spurenelemente und Elektrolyte, die besonders die Muskeln brauchen und speichern. Das könnte aber zu einer Unterversorgung des Herzmuskels führen. Bei mir ist Kalium permanent zu niedrig. Zu viel Kalium ist für das Herz aber auch schlecht. Ich muss also wohl dosiert zusätzlich Kalium einnehmen. Mein Tipp: im fortgeschrittenen Stadium die Blutwerte im Blick behalten. So viel zum Thema, den Körper genau beobachten. Drittens, die Pflege organisieren. Natürlich sind die persönlichen Umstände bei jedem Patienten anders und die staatlichen Unterstützungen sehr verschieden. Deshalb ergänzend zu vorhin nur so viel dazu: Auf familiärer und freundschaftlicher Ebene ist in Sachen Pflege viel erlaubt und alles erlernbar. Selbst die Bedienung der Beatmung und die Versorgung der Trachealkanüle ist ohne medizinische Vorbildung gut erlernbar. Wir wurden im Krankenhaus und von den Lieferfirmen der verschiedenen Geräte geduldig geschult. Das hat sehr gut funktioniert und uns Vertrauen eingeflößt. Und zum 4. Punkt: Glück im Unglück, ist nicht viel zu sagen. Man muss es erst lernen, das Leben mit der Krankheit als Glück zu sehen. Da kommt wieder die Motivation ins Spiel. Weil ich es mir als gesunder Mensch kaum vorstellen kann, erlaube mir die Frage: Wie ist es, ein Pflegefall zu sein? Das fühlte sich gar nicht gut an. Am Anfang der Erkrankung war ich noch einigermaßen selbstständig. Langsam war ich immer mehr auf fremde Hilfe angewiesen. Dieses Hineinwachsen in die völlige Unselbstständigkeit hat es vielleicht ein bisschen leichter gemacht. Es kam nicht von einem Tag auf den anderen.
Aber dennoch fühlte es sich entwürdigend an. Besonders am Anfang nahm ich mich manchmal nicht mehr als Mensch wahr. Was das Ganze erschwert hat, bei der Pflege kann ich den Sprachcomputer oft nicht verwenden, weil er im Weg ist. Aber ohne Sprachcomputer kann ich nicht kommunizieren, was ich gerade brauche. Meine Pfleger können fast alles, nur nicht Gedanken lesen. Ich spreche jetzt bewusst von der Vergangenheit, denn auch das hat sich im Laufe der Zeit gebessert. Mein Umfeld gibt mir absolut nicht das Gefühl, eine Belastung zu sein. Immer wieder werde ich für meine Geduld und mein aktives Mitmachen gelobt. Heute denke ich oft gar nicht mehr bewusst darüber nach, dass ich ein Pflegefall bin. Wir versuchen das Beste aus der unfreiwilligen Situation zu machen. Was sagst du zur Häufigkeit der ALS-Erkrankung? Die ALS gehört zu den sogenannten seltenen Krankheiten. Aber ich finde, so selten ist die Krankheit gar nicht. Wenn die statistischen Zahlen auf österreichische Verhältnisse umgerechnet werden, ergeben sich bis zu 270 Neuerkrankungen pro Jahr. Ich habe einmal gelesen, dass es in Österreich ständig 800 bis 900 ALS-Erkrankte gibt. Ich kann diese Zahlen nicht überprüfen, aber das wäre ein ganzes Dorf in Österreich, das ständig ALS hat. Jene, die es nicht mehr schaffen, werden nahtlos durch Neuerkrankte ersetzt. In diesem imaginären Dorf herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Ich finde das erschreckend, besonders wenn man bedenkt, dass in der Medizin über die Krankheit wenig bekannt ist. Du sagst, es gebe in diesem Dorf ein Kommen und Gehen. Denkst du manchmal an den Tod? Ja, und das ist naheliegend. Nicht nur wegen der Lebenserwartung. Es kann zu jeder Tages- und Nachtzeit zu einem Notfall mit der Beatmung kommen. Das Beatmungsgerät alarmiert zwar, wenn etwas nicht stimmt, aber helfend eingreifen muss der Mensch. Notfälle sind aber selten. Wobei ich das Sterben und den Tod trenne. Vor dem Sterben habe ich schon Angst, weil ich nicht weiß, wann und wie es passieren wird. Vor dem Tod habe ich keine richtige Angst. Dennoch hänge ich an diesem Leben und an den Menschen in meinem Leben. Überwiegend haben wir einen Rückblick auf die 7 Jahre Krankheit vorgenommen. Wie weit denkst du in die Zukunft? Ehrlich gesagt, die ersten Jahre haben wir nur versucht, einen Tag nach dem anderen irgendwie zu schaffen. Der Körper hat sich ständig verändert, wir sind nie wirklich zur Ruhe gekommen. Aber seit über 2 Jahren hat sich das gewandelt. Obwohl die Krankheit an Schwere zugenommen hat, setze ich mir Aufgaben und habe wieder Ziele. Da das Fazit ernsterer Natur ist, möchte ich es nicht an das Ende des Videos stellen, sondern vor der letzten Frage einfügen. Der geschätzte Leiter einer großen ALS-Ambulanz in Deutschland sagt in seinem Podcast, dass sich an seinem Institut nur 9% aller ALS-Patienten für invasive Beatmung entscheiden. Ich empfinde das alles erschreckend wenig. Gerade jüngere Patienten brauchen eine Alternative und diese Alternative heißt eben invasive Beatmung. Woran könnte es liegen, dass nur wenige darauf zurückgreifen? Jemand hat vielleicht keine Möglichkeit, von seiner Familie unterstützt zu werden. Er oder sie hat die Sorge, mit der Krankheit alleine gelassen zu werden. In diesem Fall müssten staatliche Institutionen einspringen. Kann es sich die Gesellschaft leisten, für ALS-Patienten zu sorgen? Diese Frage stellt sich nicht, weil jeder Patient, der das möchte, hat ein gesetzliches Recht auf entsprechende Versorgung. Bei Bedarf schließt dies invasive Beatmung ein. Jemand könnte ausgerechnet von Medizinern ein negatives Bild von der invasiven Beatmung vermittelt bekommen. Ich möchte ein konkretes Beispiel anführen. Ein Neurologe stellt in seinem Video auf YouTube
invasive Beatmung bei ALS-Patienten ganz unverhohlen in Frage. Mit dem Argument, dass mit den Jahren die Kommunikation durch nachlassende Augen schwieriger werden kann. Mit dieser Botschaft richtet sich der Neurologe in diesem Video ausdrücklich an Medizinstudenten. Was bewirken derartige Empfehlungen bei angehenden Medizinern? Der Patient ist ohnehin von der Krankheit überwältigt. Wenn dann noch negativ über Lebensverlängerung gesprochen wird, drückt ihn das zusätzlich runter. Bis zum Luftröhrenschnitt hatte auch ich einige Hindernisse zu überwinden, letzten Endes klappte es aber sehr gut. Ich habe die erwähnten Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Auch wenn man sich für Lebensverlängerung entscheidet, heißt das nicht, dass man eine Garantie auf ein langes Leben hat. Aber einen Versuch ist es wert. Deshalb möchte ich noch etwas zur Motivation sagen. Der Wunsch, leben zu wollen, reicht unter Umständen nicht aus. Je nachdem, welche Ansprüche jemand an die Lebensqualität stellt, ist das vielleicht zu wenig. Man sollte sich eine übergeordnete Motivation zurechtlegen. Zum Beispiel: Jemand möchte die eigenen Kinder aufwachsen sehen und sie dabei begleiten. Das ist ein sehr starkes Motiv. Oder man möchte den geliebten Partner nicht alleine lassen. Das ist auch mein Hauptmotiv. Jemand möchte den jeweils nächsten Frühling miterleben, wie die Tage länger werden und die Natur aufblüht und man mit ihr. Dieses Ziel kann man Jahr für Jahr erneuern. Oder meinetwegen, jemand möchte die nächste Fußball-Weltmeisterschaft nicht versäumen. Wird Argentinien den Titel verteidigen können, oder wird die deutsche Mannschaft gestärkt zurückkommen? Übergeordnete Ziele helfen sehr dabei, die Krankheit täglich mit Geduld und sogar mit Freude zu tragen. Was trägt noch wesentlich zur mentalen Bewältigung der Krankheit bei? Man sollte sich eine Beschäftigung suchen, die sinnstiftend ist und die Spaß macht. Überlege dann, wie du diesem Hobby am augengesteuerten Computer nachgehen kannst. Zum Beispiel: Du hast immer gerne Sport betrieben. Warum nicht Sportstatistiken sammeln, grafisch aufbereiten und in sozialen Medien veröffentlichen? Du warst dein Leben lang ein begeisterter Bergsteiger. Du könntest virtuelle Wanderrouten erstellen und mit Tipps und Fotos von dir bereichern. Oder du bist eine Expertin im Brotbacken. Warum nicht eigene Rezepte entwickeln? Dein Partner kann sie ausprobieren und tolle Fotos vom köstlichen Ergebnis knipsen. Mache es in erster Linie für dich selbst, oder geh damit in die Öffentlichkeit und freue dich über das Echo. Und bitte mache dir kein schlechtes Gewissen, weil du nicht mehr arbeiten kannst, weil du keine Leistung mehr bringen kannst. Die Krankheit ist sowieso ein Fulltime-Job. Deshalb sind die beiden Faktoren, die ich in diesem Video angesprochen habe, entscheidend. Was ist bei der täglichen Betreuung wichtig? Wie schafft man es, die Pflege zu organisieren? Und wie kann ich mich am besten motivieren und die Motivation aufrechterhalten? Es erklärt sich von selbst, dass man nicht nur Höhen erleben wird. Aber denke an den einfachen Vergleich zu Beginn des Videos.
Auch eine Zimmerpflanze kann schön sein und Freude bereiten, vorausgesetzt, sie wird gut gepflegt und blüht auf. Ich wünsche dir, dass du deinen eigenen Weg findest, wie du mit der Krankheit leben kannst und überwiegend glücklich damit bist. Jetzt aber zur letzten Frage, die meine persönliche Erfahrung wiedergibt. Ich sage schon mal Tschüss und lieben Dank fürs Dabeisein. Wir haben über die Krankheit gesprochen und über deine ganz persönlichen Erfahrungen mit der ALS-Erkrankung. Dass man nicht nur die offensichtlichen, körperlichen Beschwerden sehen soll, sondern den ganzen Menschen, die Psyche, den inneren Menschen mit all seinen Sorgen, aber auch Hoffnungen. Und wir haben gesehen, wie wichtig das gesamte Umfeld ist, die Familie und gute Freunde. Du hast das Schlusswort. Was empfindest du als passenden Abschluss für dieses ausführliche Interview? Zum Schluss möchte ich gerne etwas zum Thema Liebe sagen. Meine Frau ist natürlich nicht nur meine engste Bezugsperson und meine beste Betreuerin und Pflegerin. Sie ist meine große Liebe. Besonders in der Zeit der Krankheit ist sie mein Lebenselixier, der wichtigste Grund, um am Leben zu bleiben und leben zu wollen. Nur eines kann unsere Liebe nicht. Die Liebe meiner Frau kann mir die Krankheit nicht wegnehmen. Und meine Liebe zu ihr kann ihr die Pflege nicht abnehmen. Aber unsere gegenseitige Liebe macht das, was so schwer ist, und was wir leider nicht ändern können, viel leichter zu ertragen. Und ich möchte noch etwas zur Liebe unserer Freunde sagen. Circa 30 befreundete Familien wechseln sich seit über 2 Jahren ab, täglich für uns und unsere Pfleger ein Mittagessen zu kochen. Und sie bringen uns das Essen auch noch ins Haus. Das ist wirklich Liebe, die durch den Magen geht. Diese Solidarität und praktische Hilfe zu erleben und die Liebe dahinter zu spüren, motiviert meine liebe Frau und mich sehr, nicht aufzugeben. Ein sehr schöner und wahrer Text in der Bibel besagt, dass Glaube, Hoffnung und Liebe die zentralen Inhalte im Leben jedes Menschen sind, und ich denke, auf schwerkranke Menschen trifft das besonders zu. Glaube. Trotz einer schweren Krankheit darf man den Glauben an das Gute nicht verlieren. Man muss weiter an sich selbst glauben, um sich nicht in Selbstzweifel zu verlieren. Man muss Medizinern glauben und vertrauen. Und wem es gelingt, an Gott zu glauben, steht eine zusätzliche Kraftquelle zur Verfügung. Hoffnung. Die Hoffnung auf Heilung oder Besserung. Und wenn das nicht möglich ist, die Hoffnung, dass sich der Kampf dennoch lohnt. Und besonders viel Liebe, Liebe ist universell. Liebe hilft dem dauerhaften Patienten, mit sich und anderen geduldiger zu sein. Trotz der schweren Krankheit ist mein Leben reich, weil so viel aufrichtige Liebe in mein Leben strömt. You are my home.